Verlangt deine Katze auch ständig nach Leckerlis und schaut dich mit diesen super großen Augen an, denen man einfach nicht widerstehen kann. Und dann gibst du nach, nur um kurz danach ein schlechtes Gewissen zu haben? Du fragst dich vielleicht, ob diese kleinen Belohnungen wirklich so harmlos sind, wie die Werbung es verspricht. Was, wenn ich dir sage, dass genau diese Leckerlis, die du aus Liebe gibst, deiner Katze schaden, ihre Zähne angreifen und sie sogar süchtig machen können? Das größte Problem dabei ist nicht nur das Übergewicht. Viele Katzen verweigern dadurch ihr nahrhaftes Hauptfutter, weil es im Vergleich zu den Snacks langweilig schmeckt. In diesem Video klären wir genau das. Ich zeige dir, wie du die Sucht durchbrichst, ohne auf liebevolle Momente zu verzichten. Bevor es losgeht, noch 2 Sätze über mich. Hi, ich bin Stefanie Heinrich. Ich zeige Katzeneltern, wie sie ihre Samtpfoten artgerecht ernähren, ohne BAF, ein bestimmtes Futter oder Hungerstreik. Okay, dann lass uns loslegen. Die versteckte Sucht im Leckerlibeutel. Du denkst, du gibst deiner Katze nur eine kleine Belohnung, aber das ist oft kein Zufall. Die Hersteller dieser Snacks wissen ganz genau, was sie tun müssen, damit deine Katze nicht genug davon bekommen kann. Es beginnt ganz oft harmlos. Deine Katze, die ihr Futter immer geliebt hat, fängt plötzlich an, es zu verschmähen. Sie stupst es nur mit der Nase an, schaut dich vorwurfsvoll an und geht einfach weg. Viele von uns denken dann, die Katze sei einfach wählerisch geworden oder hat eine neue Marotte entwickelt. Aber die Wahrheit ist viel komplizierter und hat mit einer bewussten Manipulation zu tun. Bestimmte Leckerlis lösen im Gehirn deiner Katze einen regelrechten Kick aus. Das liegt an den zugesetzten Geschmacksverstärkern, Aromen und speziellen Lockstoffen. Stell dir das Ganze einfach so vor. Wenn deine Katze einen Snack isst, wird im Gehirn das Belohnungszentrum aktiviert. Ähnlich wie bei uns Menschen, wenn wir Fastfood oder Süßigkeiten essen. Es werden Glückshormone ausgeschüttet. Die Katze fühlt sich in diesem Moment extrem gut und ihr Gehirn merkt sich das. Dieses Futter sorgt für ein tolles Gefühl. Das schafft jetzt einen Kreislauf aus Verlangen und Belohnung. Der starke künstliche Geschmack überlagert alles andere und die Katze will genau diesen Reiz immer und immer wieder erleben. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die sogenannten tierischen Nebenerzeugnisse. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Dahinter können sich zwar auch nahrhafte Innereien wie Leber oder Herz verbergen, aber oft sind es eben auch minderwertige Schlachtabfälle wie Borsten, Federn oder Hufen, die für den menschlichen Verzehr nicht zugelassen sind. Diese werden jetzt so aufbereitet, dass sie für die Katze extrem intensiv und unwiderstehlich riechen und schmecken. Ihr einziger Zweck ist es, die Akzeptanz des Produkts zu steigern und es für den Hersteller natürlich billiger zu machen. Diese hochkonzentrierten Geschmacksstoffe lassen das eigentliche Hauptfutter deiner Katze, auch wenn es hochwertig ist, im direkten Vergleich vollkommen langweilig und fad erscheinen. Deine Katze entwickelt eine klare Vorliebe und wartet lieber stundenlang auf die nächste Leckerligabe, anstatt das gesunde, aber weniger aufregende Futter zu fressen. Solche Fälle habe ich immer wieder in der Beratung. Ich habe vor kurzem eine Nachricht von einer Zuschauerin bekommen, die genau das erlebt hat. Sie schrieb mir, dass ihre Katze, seit sie regelmäßig bestimmte Knuspertaschen bekommt, lieber hungert, als ihr teures, hochwertiges Nassfutter auch nur anzurühren. Sie sitzt dann vor dem vollen Napf und miaut verzweifelt nach genau diesen Snacks. Das ist nicht nur für die Besitzerin ein enormer Stress, es ist auch für die Katze gefährlich. Wenn sie das Hauptfutter verweigert, fehlen ihr wichtige Nährstoffe, Vitamine und Mineralien, die in den Leckerlis nicht enthalten sind. Das kann auf Dauer zu ernsthaften Mangelerscheinungen führen. Du verstehst jetzt also, wenn deine Katze ihr Futter verweigert, ist das keine reine Mäkelei oder ein Dickkopf, es ist eine angelernte, konditionierte Abhängigkeit
von den hyperintensiven Aromen, die im Körper deiner Katze eine echte biochemische Reaktion auslösen. Sie ist jetzt nicht einfach wählerisch, sie ist auf einen regelrechten Trip. Natürlich gibt es noch viele weitere mögliche Gründe, warum deine Katze das hochwertige Nassfutter verweigert. Doch das ist nur eins der 9 unterschätzten Gründe, die fast niemand auf dem Schirm hat. Jetzt, da du das Prinzip dahinter kennst, zeige ich dir im nächsten Schritt, wie du die schlimmsten Übeltäter im Supermarktregal sofort entlarvst. Die Lügen auf der Verpackung. So wirst du getäuscht. Die Verpackungen versprechen oft tolle Dinge, wie Zahnpflege oder unterstützt die Gelenke, aber wenn du sie umdrehst und dir die Zutatenliste näher ansiehst, stehst du vor einem Rätsel, denn die Zutaten hören sich alles andere als toll an. Ich zeige dir jetzt die 6 schädlichsten Inhaltsstoffe, die du ab sofort meiden solltest, um deine Katze wirklich zu schützen. Stell dir vor, du stehst im Laden vor diesem riesigen Regal mit Leckerlis. Überall bunte Tüten, auf denen glückliche, verspielte Katzen abgebildet sind. Du willst ja nur das Beste für deine Samtpfote und greifst zu, weil die Verpackung Gesundheit und Freude verspricht. Du fühlst dich gut dabei, deiner Katze eine solche Belohnung zu kaufen. Doch genau hier beginnt die Täuschung. Denn die Zutatenliste auf der Rückseite erzählt oft eine ganz andere Geschichte. Der erste unscheinbare Feind, der sich für manche sogar gut anhört, ist der Begriff Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse oder Fisch und Fischnebenerzeugnisse. Als Fleisch wird in der Regel die Skelettmuskulatur von geschlachteten Tieren bezeichnet. Das ist der Teil, den wir Menschen auch als Fleisch essen. Es ist eine sehr hochwertige Protein- und Nährstoffquelle für Katzen. Doch welches Fleisch meint jetzt der Hersteller? Das wird bei diesem Begriff nicht näher definiert, was schlecht ist. Unter tierischen Nebenerzeugnissen versteht man alle anderen Teile des geschlachteten Tieres, die nicht direkt als Fleisch deklariert werden. Das können unter anderem sein Innereien wie Herz, Leber, Niere, Lunge, oft sehr nahrhaft und für Katzen als Beutegreifer auch sehr wichtig. Dann Knochen, Knorpel, Haut und Blut, manchmal auch weniger verwertbare Teile wie Krallen, Federn oder Hufe. Tierische Nebenerzeugnisse können also sowohl sehr wertvolle Nährstoffe liefern, als auch Füllstoffe sein, die weniger nahrhaft sind. Die genaue Zusammensetzung ist oft nicht klar ersichtlich, wenn es nicht genauer aufgeführt ist, wie wenn jetzt zum Beispiel Geflügelherzen dort stehen würde. Darunter kann man sich etwas vorstellen, aber unter einem Oberbegriff ist das absolut nicht möglich. Und ich sage da ganz klar, wenn der Hersteller nicht ganz genau angibt, was drin ist, dann hat er was zu verbergen. Denn warum sollte man hochwertige Zutaten unter allgemeinen Begriffen verstecken? Das ergibt für mich absolut keinen Sinn. Kommen wir zur zweiten Zutat, die nichts in Leckerli verloren hat. Pflanzliche Nebenerzeugnisse oder pflanzliche Eiweißerzeugnisse. Beides sind Sammelbegriffe für im Grunde alles, was bei der Verarbeitung von Pflanzen übrig bleibt. Das kann alles Mögliche sein, von Erdnussschalen über Soja und Getreideschrot bis hin zur reinen Zellulose aus Holz. Diese Stoffe haben so gut wie keinen Nährwert. Sie füllen den Magen deiner Katze, ohne ihr irgendetwas Gutes zu tun. Es sind leere Füllstoffe, die nur dazu dienen, das Produkt billig zu strecken. Wenn du diesen Begriff auf der Verpackung liest, solltest du also besonders skeptisch sein. Dazu gehören zum Beispiel Getreideprodukte wie Weizenkleie, Reiskleie oder Maiskleber, Gemüse- und Fruchtrückstände, zum Beispiel Rübenschnitzel, und Pflanzenfasern wie Zellulose. Diese dienen oft als Füllstoffe, Kleber oder als günstigere Proteinquelle. Katzen sind aber obligatorische Fleischfresser und können pflanzliche Bestandteile schlechter verwerten als tierische. Daher sollte natürlich der Anteil im Katzenfutter möglichst gering sein von diesen pflanzlichen Quellen. Ballaststoffe in guter Qualität sind zwar gesund, doch meistens sind in Leckerlis
nicht die hochwertigen Ballaststoffe drin, da sie auch nicht günstig sind. Der nächste und vielleicht offensichtlichste Feind, den du auf der Liste finden kannst, ist Zucker. Und der versteckt sich ganz gut. Achte auf Begriffe wie Glukosesirup, Dextrose oder einfach nur Melasse. Zucker hat in Katzenleckerlis absolut nichts zu suchen. Er liefert leere Kalorien, die direkt zu Übergewicht führen, und er ist Gift für die Zähne. Das bringt uns direkt zum großen Mythos der Zahnpflegeleckerlis. Die Idee, dass ein hartes, trockenes Leckerli die Zähne reinigt, ist meiner Erfahrung nach falsch. Viele dieser Produkte sind voller ungesunder Zutaten wie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse und Getreide. Diese klebrige Masse pappt an den Zähnen deiner Katze fest und bietet den perfekten Nährboden für Bakterien, die schmerzhafte Zahnfleischentzündungen verursachen können. Statt die Zähne zu pflegen, schaden sie ihnen also aktiv. Der nächste Inhaltsstoff, den du meiden solltest, ist Getreide wie Weizen und Mais und auch Soja. Du wirst sie auf sehr vielen Zutatenlisten weit oben finden. Katzen sind von Natur aus reine Fleischfresser. Ihr Verdauungssystem ist darauf ausgelegt, tierisches Protein zu verarbeiten, nicht große Mengen an Kohlenhydraten aus Getreide. Getreide dient den Hersteller vor allem als extrem billiger Füllstoff, um das Produkt voluminöser und günstiger in der Herstellung zu machen. Für deine Katze ist es aber nur schwer verdaulich, kann zu Blähungen oder sogar Allergien führen und trägt maßgeblich zur Gewichtszunahme bei, weil die ungenutzte Energie direkt in Fettdepots umgewandelt wird. Jetzt wird es noch etwas kniffliger, denn die nächste kritische Zutat ist sehr unspezifisch formuliert und lautet Milch- und Molkereierzeugnisse. Milch- und Molkereierzeugnisse können im Katzenfutter sehr problematisch sein, weil viele Katzen Laktoseintoleranz haben. Das bedeutet, sie können den Milchzucker, also die Laktose, nicht richtig verdauen, was zu Verdauungsproblemen wie Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen führen kann. Katzen sind, wie vorhin bereits schon ein paar Mal erwähnt, von Natur aus Fleischfresser und ihr Verdauungssystem ist nicht darauf ausgelegt, große Mengen an Milchprodukten zu verarbeiten. Während Kätzchen natürlich die Muttermilch trinken, verlieren viele erwachsene Katzen diese Fähigkeit, die Laktose effektiv abzubauen. Zudem können die Milchprodukte unnötige Kalorien und Fette liefern, die zu Übergewicht beitragen können, besonders wenn sie in Leckerlis enthalten sind. Es gibt gesündere und besser verdaulichere Alternativen für Katzen, die auf ihre natürlichen Ernährungsbedürfnisse abgestimmt sind. Kommen wir zur letzten Zutat, die nichts in Leckerlis verloren hat. Öle und Fette, die nicht genau definiert sind. Öle und Fette als Oberbegriff in Katzenleckerlis sind problematisch, weil sie oft nicht näher spezifiziert sind. Das bedeutet, man weiß nicht genau, welche Art von Fetten und Öl verwendet wird. Hier sind einige Gründe, warum das problematisch ist. Die Qualität und die Herkunft. Ungenaue Angaben lassen die Qualität und Herkunft der Fette im Dunkeln. Es könnte minderwertige oder sogar ranzige Fette verwendet worden sein. Dann das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Ein ausgewogenes Verhältnis dieser Fettsäuren ist extrem wichtig für die Gesundheit deiner Katze. Ungenaue Angaben machen es unmöglich zu beurteilen, ob das Verhältnis auch wirklich stimmt. Als nächstes die Verdaulichkeit. Einige Fette sind für Katzen leichter verdaulich als andere. Ohne genaue Angaben ist es schwer zu sagen, ob die Katze die Fette gut verwerten kann. Und zum Schluss der Kaloriengehalt. Fette sind sehr energiereich. Ungenaue Angaben machen es sehr schwierig, den Kaloriengehalt der Leckerlis einzuschätzen und das Risiko von Übergewicht zu beurteilen. Wenn der Hersteller die Art der verwendeten Öle und Fette genau angibt, zum Beispiel Lachsöl, ist das ein Zeichen für Transparenz und Qualität. Schauen wir uns das mal an zwei typischen Beispielen an. Nimm eine Packung dieser weit verbreiteten Knusperkissen mit der cremigen Füllung.
Das, was du hier links siehst, ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Wenn du jetzt die Zutatenliste liest, findest du oft Getreide an erster Stelle, gefolgt von Fleisch und tierischen Nebenerzeugnissen. Den Auszug, den du hier siehst, den gibt es wirklich so. Das habe ich also nicht erfunden. Das ist wirklich ein Auszug einer Zusammensetzung von Knusperkissen. Und dann taucht auch oft noch Zucker oder Öle und Fette auf. Das kommt immer ganz natürlich auf diese Knusperkissen an, auf die Firma und auf die Sorte. Dann schauen wir uns noch ein anderes Produkt an, und zwar diese weichen Leckerli-Sticks. Dort findest du in der Zutatenliste oft Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse und gleich danach pflanzliche Nebenerzeugnisse und Mineralstoffe. Transparenz sieht für mich anders aus. Viele fragen sich, warum ihre Katze zunimmt, obwohl sie nur wenig Leckerlis am Tag bekommt. Die Antwort liegt genau hier, in diesen leeren Kalorien aus Zucker und Getreide. Die 6 kritischen Inhaltsstoffe, die du für die Gesundheit deiner Katze sofort von der Einkaufsliste streichen solltest, sind also Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse und Fisch und Fischnebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse und pflanzliche Eiweißerzeugnisse, Milch- und Molkereierzeugnisse, Öle und Fette, Getreide und Zucker. Wenn du lernst, diese auf der Verpackung zu erkennen, verstehst du sofort, welche Snacks die Zähne am meisten schädigen und warum deine Katze so leicht zunimmt. Nachdem du nun weißt, welche Inhaltsstoffe du unbedingt vermeiden musst, zeige ich dir im nächsten Teil Schritt für Schritt, wie du deine Katze ganz sanft auf gesunde und artgerechte alternative Leckerlis umstellen kannst. Die sanfte Entwöhnung. Gesunde Belohnung ohne Protest. Deine Katze jetzt von ihren Lieblingssnacks zu entwöhnen, das klingt erstmal nach einem riesigen Kampf, oder? Ich kann dir aber versprechen, dass es einen sanften Weg gibt. Ein Weg, der ohne Protest funktioniert und eure Bindung zueinander am Ende sogar noch stärken kann. Also, die Situation ist die: Du hast die ungesunden Leckerlis jetzt aussortiert und aus deinem Futterschrank verbannt. Aber deine Katze weiß das natürlich nicht. Sie sitzt zur gewohnten Zeit vor dir und starrt dich erwartungsvoll an. Einfach gar nichts mehr zu geben, ist aber keine gute Lösung. Das frustriert deine Katze und dich genauso. Ein kalter Entzug, also von heute auf morgen gar nichts mehr zu geben, ist meistens zum Scheitern verurteilt und sorgt für unnötigen Stress. Wir müssen schlauer vorgehen. Doch wie? Der Schlüssel dazu ist die sogenannte Fading-Methode, also das langsame Ausschleichen. Du mischst einfach die alten ungesunden Leckerlis mit neuen gesunden Alternativen. Zu Beginn gibst du noch einen größeren Teil der alten Snacks und nur einen ganz kleinen Teil der neuen. Tag für Tag verringerst du dann den Anteil der alten, bis am Ende nur noch die gesunde Belohnung übrig bleibt. So merkt deine Katze die Veränderung kaum. Aber was sind gute, gesunde Alternativen? Ich gebe dir 2 ganz einfache Optionen. Erstens, gefriergetrocknetes Fleisch. Das ist pures Fleisch, zum Beispiel Hühnchenherzen oder Entenbrust ohne jegliche Zusätze. Und zweitens, kleine Stücke gekochtes Hühnchen oder Fisch. Wichtig ist es hier, dass du es ungewürzt kochst. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch, die Menge zu reduzieren. Eine Belohnung muss nicht groß sein. Oft ist die Geste, das Geben an sich, viel wichtiger für deine Katze als die Größe der Snacks. Denk daran, die Kalorien der Leckerlis immer von der täglichen Futterration abzuziehen. Entdecke auch die Macht der alternativen Belohnungen. Nicht jede Zuwendung muss automatisch Futter sein. Manchmal ist eine intensive Spieleinheit mit einer Katzenangel viel, viel wertvoller. Oder eine ausgiebige Kuschelrunde auf dem Sofa. Auch einfach nur liebe Worte können Wunder wirken. Wie die Forschung zeigt, stimmliches Lob kann ebenfalls das nette Verhalten der Katze verstärken. Also deine Stimme und Aufmerksamkeit sind eine sehr starke Belohnung.
Lass uns einen einfachen Plan für die erste Woche machen. Am Tag 1 und 2 gibst du eine Mischung aus 75% alten und 25% neuen Leckerlis. An Tag 3 und 4 halbierst du es auf 50:50. An den Tagen 5 und 6 erhöhst du den Anteil der neuen Leckerlis auf 75%. Und ab Tag 7 gibst du dann nur noch die gesunde Alternative. Mach das Belohnen auch spannender, indem du Futterpuzzles nutzt oder die Leckerlis in der Wohnung versteckst, damit deine Katze sie suchen muss. Dieser ganze Prozess ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Es ist total okay, wenn es mal einen kleinen Rückschritt gibt. Sei nicht enttäuscht, wenn deine Katze anfangs vielleicht sogar noch mehr bettelt. Das ist eine ganz normale Reaktion, bevor das Verhalten besser wird. Bleib einfach geduldig und konsequent. Du kannst deine Katze also schrittweise entwöhnen, indem du die alten Snacks ausschleichst, hochwertige Alternativen einführst und den Begriff Belohnung ganz neu für euch beide definierst. Auf diese Weise sorgst du dafür, dass deine Katze langfristig gesund und glücklich bleibt, ohne dass ihr auf eure liebgewonnenen Rituale verzichten müsst. Die Umstellung ist ein Zeichen deiner Fürsorge und wird eure Beziehung auf eine neue, gesunde Basis stellen. Die wahre Belohnung, die wir unserer Katze geben können, ist kein Snack aus der Tüte. Es ist ein langes, gesundes und glückliches Leben an unserer Seite. Diese Umstellung ist also kein Verzicht, sondern der größte Liebesbeweis, den du machen kannst. Nimm dir jetzt einen Moment Zeit und schau dir die Leckerli-Packung an, die du zu Hause hast. Erkennst du einen der kritischen Inhaltsstoffe wie Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, undefinierte Fette, Zucker oder vielleicht sogar Getreide? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, worauf du nicht nur bei Leckerlis, sondern auch beim Hauptfutter deiner Katze achten solltest, dann schnapp dir mein kostenloses E-Book 3+1 Zutaten, die nichts im Katzenfutter verloren haben. Den Link findest du unterm Video.